Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zur Canon EOS R8. Ihr habt vielleicht schon drauf gewartet, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das jetzt fertig bekommen habe, aber nun ist soweit. Es ist ein kleines Tipps- und Tricks-Video und ich möchte euch einfach mal erzählen, was für hilfreiche Einstellungen ich in der Kamera so gefunden habe. Dann lasst uns doch gerade mal beginnen. Ich habe die Kamera hier an meinem Rekorder angeschlossen, sodass ihr hier auch meinen Bildschirm sehen könnt. Ich kann hier also das Menü darstellen und natürlich auch das, was ihr nachher im Sucher seht. Und deswegen beginnen wir doch direkt mal mit dem ersten Tipp, und zwar im Menü habt ihr diverse Möglichkeiten, das Menü durchzublättern. Mit dem Zeigefingerrad springt ihr zum Beispiel durch die einzelnen Unterkategorien. Wenn ihr den Info-Button drückt, dann springt ihr in der obersten Kategorie immer eins weiter. Und dann könnt ihr natürlich mit dem Cursor hoch und runter gehen, sodass ihr da den Rest einstellen könnt. Und dann gleich mal vorweg, bei der R8 habt ihr leider nicht die Möglichkeit, den Verschluss beim Ausschalten der Kamera zu schließen. Bei der R6 und so weiter ist es ja so, dass wenn ihr die Kamera ausschaltet, der Verschluss sich schließen lassen kann. Also ihr könnt es einstellen und dann habt ihr beim Objektivwechsel immer so einen kleinen Schutz, dass euch da kein Staub auf den Sensor kommt. Das habt ihr bei der R8 leider nicht, die Option gibt es hier nicht. Aber dann kommen wir doch einfach mal direkt zu einem Tipp, der zur R8 passt. Und zwar habt ihr hier vorne vor dem Zeigefingerrad ja ein kleines FN-Menü. Wenn ihr den Button drückt, dann öffnet sich dieses kleine Menü. Durch Drücken könnt ihr da auch durchschalten und ihr habt die Möglichkeit, dieses Menü zu konfigurieren. Geht dazu einfach ins Menü selbst. Im orangenen Custom-Menü auf Seite 3 findet ihr den Punkt Tasten anpassen. Wenn ihr den Punkt auswählt, dann seht ihr gleich hier diesen Punkt MFN, Multifunktionstaste. Wenn ihr hier drauf geht, dann könnt ihr entweder eine komplett andere Funktion darauf legen oder ihr nutzt eben die Dial Func, also die Wahlradfunktion, einstellen. Wenn ihr da auf Info drückt, dann könnt ihr hier jetzt die Funktionen belegen. Also ihr könnt hier zum Beispiel eine komplett andere Funktion drauflegen. Ihr könnt euch somit also das Menü so ein bisschen selbst konfigurieren. Um das Ganze zu speichern, drückt ihr dann noch Info und dann habt ihr euer Menü gespeichert und könnt es über Drücken von der MFN-Taste dann aufrufen. Und wenn wir gerade so ein bisschen bei Menüs sind, ihr habt natürlich auf der Q-Taste auch noch ein Schnellmenü und dieses könnt ihr euch natürlich auch hinkonfigurieren, wie es euch passt. Geht dazu auch wieder ins Menü. Im roten Aufnahmemenü findet ihr auf der Seite 8 Schnelleinstellungen anpassen. Wenn ihr dieses Menü öffnet, habt ihr hier die Möglichkeit, entweder alle Einstellungen zurückzusetzen, die Elemente zu löschen oder eben das Layout zu bearbeiten. Hier öffnet sich dann ein kleines Auswahlmenü, wo ihr festlegen könnt, welche Funktionen ihr denn gerne in dem Menü sehen wollt. Wenn ihr dann die Info-Taste drückt, habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze neu zu sortieren, also neu anzuordnen. Mit dem Druck auf die Menü-Taste kommt ihr hier zurück und dann habt ihr eben, wenn ihr wieder das Q-Menü aufrufen wollt, euer angepasstes Menü und könnt somit perfekt damit arbeiten. Allgemein habt ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen, ihr habt einfach die Möglichkeit, eure Tasten frei zu belegen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt doch nochmal. Und zwar geht ins Menü. Im orangenen Custom-Menü auf Seite 3 findet ihr den Punkt Tasten anpassen. Und gerade haben wir da ja die Multifunktionstaste ausgewählt. Ihr habt hier natürlich auch die Möglichkeit, alle anderen Tasten zu konfigurieren. Und das Ganze geht natürlich auch für die Wahlräder. Wenn ihr da im Menü einfach wieder ein bisschen zurückgeht, findet ihr hier den Punkt Wahlräder anpassen. Und wenn ihr hier drauf geht, habt ihr die Möglichkeit, das Zeigefingerrad, also das Hauptwahlrad, neu zu belegen, das Schnellwahlrad oder eben auch den Steuerungsring, welcher an manchen Objektiven gegeben ist. Und der ist standardmäßig mit der Belichtungskorrektur belegt und das wollt ihr ja vielleicht nicht, weil ihr könnt da relativ einfach eben Werte verstellen. Wenn ihr das nicht wollt, dann wählt den Punkt einfach aus und dann könnt ihr hier entweder eine komplett andere Funktion drauflegen oder das Ganze so machen wie ich und den Steuerungsring überhaupt gar nicht benutzen, weil eben die Chance gegeben ist, dass sich da immer wieder ein bisschen was verstellt. Und der nächste Punkt ist vielleicht interessant für die Brillenträger unter euch. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, das Sucherbild zu verändern und zwar zu verkleinern. Ihr habt da vielleicht das Problem, dass wenn ihr in den Sucher schaut, das Bild insgesamt ein bisschen zu groß erscheint und ihr nicht mehr in die Ecken schauen könnt. Das könnt ihr ändern. Geht dazu ins Menü. Im roten Aufnahmemenü auf Seite 9 findet ihr den Punkt Sucher Anzeigeformat. Wenn ihr hier drauf geht, habt ihr die Möglichkeit, Anzeige 2 auszuwählen und ihr seht es hier jetzt schon in der Vorschau, das Sucherbild wird dadurch einfach ein bisschen kleiner dargestellt. Und dann solltet ihr normalerweise auch keine Probleme mehr haben, den Sucher komplett zu sehen.
Und dann sehen wir hier auch noch einen coolen Punkt, und zwar die Anzeigeleistung. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Sucheranzeigeleistung auf flüssig zu stellen. Das heißt, der Sucher bringt einfach ein paar mehr FPS und das Sucherbild erscheint flüssiger. Achtung, ihr habt hier die Möglichkeit, noch geringe Bildrate vermeiden einzustellen. Das kann aber bei schlechten Lichtverhältnissen zu einer geringeren Bildanzeigehelligkeit führen. Außerdem zu Schwierigkeiten beim automatischen Fokussieren, eine geringere Genauigkeit der Flaggeerkennung, eine geringere Genauigkeit der Motiverkennung und eine geringere Messgenauigkeit. Ihr solltet diesen Punkt also nicht aktivieren. Ihr müsst euch im Hinterkopf behalten, wenn ihr das Ganze auf flüssig stellt, dann braucht die Kamera ein bisschen mehr Strom. Weil der Sucher eben mehr arbeiten muss, ist eure Akkulaufzeit also ein bisschen geringer. Im selben Menü habt ihr dann auch noch die Einstellungsmöglichkeiten, optischen Sucher zu simulieren. Wenn ihr diese aktiviert, dann könnt ihr Einstellungen vornehmen und seht nicht mehr live die Belichtung im Bild. Wenn ihr hier also jetzt die Belichtungszeit zum Beispiel sehr erhöht, seht ihr, dass, wenn wir die Blende jetzt auch mal noch schließen, das Ganze immer noch hell angezeigt wird. Wenn wir den Punkt jetzt hier wieder deaktivieren, dann sehen wir, dass das Bild aber total unterbelichtet ist. Hier müsst ihr also vorsichtig sein, wenn ihr diese Option aktiviert. Die Option bringt euch aber auch den Vorteil, wenn ihr manuell blitzt und das Ganze nachher mit einem Blitz aufgehellt wird, könntet ihr, wenn ihr jetzt die Simulation nicht aktiviert habt, im Bild eigentlich nichts erkennen, weil ihr ja so gesehen unterbelichtet und euch der Blitz das Licht erst später bringt. Wenn wir also den Punkt optischen Sucher simulieren auf Einstellen, seht ihr, ihr könnt auf dem Bild wieder alles erkennen. Das spiegelt natürlich nicht das Bild wider, was nachher aufgenommen wird. Ihr müsst da also ein bisschen vorsichtig sein, deswegen macht die Funktion am besten auf Aus und lasst euch die Belichtung einfach live im Display und im Sucher anzeigen. So könnt ihr einfach vermeiden, dass ihr Bilder falsch aufnehmt mit einer falschen Belichtung und nachher erst am Rechner oder eben bei der Betrachtung der Bilder merkt, dass die komplett unter- oder eben auch überbelichtet sind. Und wenn ihr allgemein ein bisschen Probleme habt, das Menü lesen zu können, dann habt ihr auch hier eine kleine Abhilfe. Ihr findet im Menü, im gelben Einstellungsmenü auf Seite 3, den Punkt UI-Vergrößerung. Wenn ihr den Punkt aktiviert, dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr hinten aufs Display im Menü zweimal drauf tippt, wird euch das ganze Menü ein bisschen vergrößert dargestellt. Ihr habt dann die Möglichkeit, das einfach ein bisschen besser abzulesen. Wenn ihr wieder zweimal drauf tippt, wird das Menü wieder in seiner normalen Größe angezeigt. Ich kann euch das jetzt hier leider nicht live darstellen, weil eben der Rekorder gerade angeschlossen ist. Ihr könnt es ja aber selber mal ausprobieren. Das kann also sehr hilfreich sein, wenn ihr da ein bisschen Probleme damit habt, das Menü zu lesen. Und im nächsten Punkt kommen wir jetzt einfach mal zu ein paar Basis-Autofokus-Einstellungen. Die Kamera an sich hat ja recht viele Möglichkeiten, den Autofokus zu konfigurieren. Die Basiseinstellung zeige ich euch jetzt einfach mal. Geht da mal ins Menü. Im rosa AF-Menü findet ihr direkt auf der ersten Seite erstmal den Punkt AF-Betrieb. Der steht standardmäßig auf One-Shot. Ihr wollt natürlich vielleicht eine Motivverfolgung aktivieren und dann das Motiv natürlich auch dauerhaft verfolgen. Stellt deshalb den AF-Betrieb erstmal auf Servo. So wird die Kamera jetzt während dem Fokussieren das Motiv immer verfolgen. Ihr habt hier dann noch die Möglichkeit, das Motiv zu erkennen einzustellen. Ihr könnt das Ganze also entweder auf automatisch lassen, Personen auswählen, Tiere auswählen, Fahrzeuge oder eben keine Motiverkennung. Ihr müsst euch da einfach im Hinterkopf behalten, das ist eine priorisierte Erkennung. Das heißt, wenn ihr jetzt Personen auswählt und ihr habt eine Person und ein Tier im Bild, dann wird der Autofokus immer auf die Person fokussieren. Wenn ihr die Motiverkennung jetzt aber auf Tier gestellt habt und es befindet sich im Bild kein Tier und es ist eine Person im Bild, dann wird die Kamera automatisch die Person fokussieren, weil es eben eine priorisierte Motiverkennung ist. Ihr habt dann hier im Menü auch noch die Möglichkeit, die Augenerkennung zu aktivieren bzw. zu konfigurieren. Ihr könnt nämlich auswählen, ob das Auge automatisch erkannt werden soll. Dann wird normalerweise immer das Auge ausgewählt, welches näher zur Kamera ist. Ihr könnt aber auch das rechte Auge oder das linke Auge fest auswählen. Allgemein kann der Autofokus auf den ersten 3 Seiten sehr detailliert konfiguriert werden. Wie das geht, zeige ich euch dann aber mal in einem anderen Video. Ihr habt bei der Kamera auch die Möglichkeit, den Autofokuspunkt über das Touch-Display zu verschieben, also wenn ihr durch den Sucher schaut. Das müsst ihr aber erst aktivieren. Geht dazu ins Menü. Im rosa AF-Menü auf Seite 4 findet ihr den Punkt Touch und Track AF-Einstellung. Hier könnt ihr das Ganze aktivieren und dann auch noch konfigurieren. Also
ob ihr da einen gewissen Bereich auswählen wollt, wie hoch die Empfindlichkeit ist und so weiter. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr es nutzen wollt. Ihr solltet dann nur ein bisschen aufpassen, wenn ihr das Ganze nutzt, dass ihr da nicht mit der Nase den Fokuspunkt verschiebt. Das kann nämlich ziemlich einfach passieren. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, den Autofokus vom Auslöser zu trennen. Back-Button-Fokus nennt sich das eigentlich und ja, es gibt Nutzer, die nutzen das sehr gerne. Standardmäßig ist es hier nicht aktiviert. Wie ihr das machen könnt, zeige ich euch jetzt. Geht dazu wieder ins Menü. Im orangenen Custom-Menü auf Seite 3 findet ihr wieder den Punkt Tasten anpassen. Und hier habt ihr direkt gleich oben den ersten Punkt Auslöser halb gedrückt. Und da seht ihr, es ist Messung und AF Start konfiguriert. Wenn ihr hier das Ganze dann auf Messung Start legt, dann wird die Kamera beim halben Drücken vom Auslöser nicht mehr fokussieren. Ihr müsst dazu dann also noch einen anderen Knopf konfigurieren. Standardmäßig ist hier eben die AF-On-Taste belegt, wo ihr hier Messung und AF-Start auch drauf seht. Das heißt, ihr habt auf dem AF-On-Knopf standardmäßig dieselbe Funktion wie beim Auslöser halb gedrückt. Und so könnt ihr also das Fokussieren vom Auslöser trennen und dann eben zum Beispiel über die AF-On-Taste fokussieren. Einige Leute nutzen das gerne, um so zu fokussieren. Ich bin da nicht so der Freund davon, aber jetzt wisst ihr ja, wie ihr das Ganze aktivieren könnt. Wenn ihr eher der Freund vom manuellen Fokussieren seid, dann habe ich euch da auch noch eine passende Einstellung dafür. Ihr habt nämlich ein paar Helferlein, die ihr da aktivieren könnt, unter anderem das Focus Peaking und den Focus Assistent. Geht dazu wieder ins Menü. Im rosa AF-Menü auf Seite 5 findet ihr den Punkt Einstellungen für MF Peaking. Hier habt ihr die Möglichkeit, das Peaking erstmal zu aktivieren, die Empfindlichkeit einzustellen und auch noch eine Farbe zu konfigurieren. Eine weitere Möglichkeit, das manuelle Fokussieren noch zu verbessern, ist der Focus Assistent. Der Focus Assistent hilft euch da einfach noch beim manuellen Fokussieren. Wenn wir hier jetzt also mal das manuelle Fokussieren einstellen, dann seht ihr, ihr habt hier diesen kleinen Assistent und sobald der Fokus getroffen ist, zeigt euch der Assistent ein grünes Kästchen mit den 2 grünen Pfeilen an. Ihr habt hier also die Möglichkeit, ziemlich einfach manuell zu fokussieren und den Punkt richtig festzulegen. Gerade wenn ihr also manuell fokussiert, ist es ziemlich hilfreich. Ich stelle das Ganze jetzt mal wieder auf Autofokus und deaktiviere diesen ganzen Assistent. Ihr könnt da, wenn ihr manuelle Objektive habt, wie zum Beispiel ich hier jetzt gerade das 50 mm f1 von Voigtländer, da könnt ihr einfach sehr viel einfacher fokussieren und das funktioniert tipptopp. Und wenn wir gerade so ein bisschen beim Fokussieren sind, dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, den genutzten AF-Punkt in der Bildrückschau anzeigen zu lassen. Das heißt, wenn ihr hier jetzt ein Bild macht und das Bild wird euch angezeigt, dann seht ihr erstmal nur das Bild so, wie es aufgenommen wurde. Wenn ihr jetzt ins Menü geht, könnt ihr im blauen Wiedergabemenü auf Seite 4 die AF-Feldanzeige aktivieren. Und wenn wir uns dann das Bild anschauen, dann sehen wir hier jetzt im Bild das genutzte AF-Feld. Das ist einfach von Vorteil, um zu bewerten, ob der Autofokus auch wirklich das fokussiert hat, was ihr euch so vorgestellt habt. Und wie wir gerade gesehen haben, wenn wir ein Bild aufnehmen, dann wird euch ja automatisch die Bildrückschau angezeigt. Und diese Bildrückschau könnt ihr natürlich auch konfigurieren. Entweder ob sie gar nicht angezeigt werden soll oder ob die Zeit für die Anzeige länger sein soll. Geht dazu wieder ins Menü. Im roten Aufnahmemenü auf Seite 8 findet ihr den Punkt Bildrückschau. Hier könnt ihr die Rückschauzeit konfigurieren. Ihr könnt hier also 2, 4, 8 Sekunden oder Halten auswählen. Bei Halten wird euch das Bild so lange angezeigt, bis ihr wieder eine Taste drückt. Oder ihr könnt das Ganze eben auf Ausstellen. Dann wird die Bildrückschau einfach deaktiviert und das Bild wird euch nach der Aufnahme nicht direkt angezeigt. Ihr habt hier im Menü dann noch die Möglichkeit, wenn ihr die Rückschauzeit aktiviert habt, die Sucheranzeige zu aktivieren. Das heißt, wenn ihr durch den Sucher schaut und ein Bild aufnehmt, wird euch die Rückschau normalerweise nicht im Sucher angezeigt, sondern nur auf dem hinteren Display. Wenn ihr den Punkt aktiviert, dann wird euch das Ganze eben auch im Sucher angezeigt. Ich habe die Bildrückschau aber normalerweise komplett deaktiviert, weil man sie einfach ziemlich schnell erreichen kann über die Taste hinten, aber das ist ja jedem selbst überlassen und ihr könnt euch das konfigurieren, wie ihr möchtet. Und bei der Rückschau, also der Bildwiedergabe, könnt ihr dann ja das Bild vergrößern und diese Vergrößerung könnt ihr euch auch noch einstellen. Also wenn ihr die Lupe drückt, wie viel denn standardmäßig vergrößert werden soll. Geht dazu wieder ins Menü. Im blauen Wiedergabemenü auf Seite 3 findet ihr den Punkt Vergrößerung. Und hier könnt ihr jetzt die Vergrößerung auswählen zwischen 1
1, 2, 4, 8 und 10-fach oder der tatsächlichen Größe. Ich wähle da immer die tatsächliche Größe, weil euch das Bild dann auf die 100% Ansicht eingezoomt wird, wenn ihr die Lupe aktiviert. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ihr die Schärfe sehr gut bewerten könnt. Ihr habt hier dann auch noch die Möglichkeit, die vergrößerte Position auszuwählen, ob die Mitte vergrößert wird oder eben der Fokuspunkt vergrößert wird und ob die Position gehalten werden soll, wenn ihr aufs nächste Bild wechselt. Und dann habt ihr vielleicht schon festgestellt, wenn ihr ein Bild im Hochformat aufnehmt, dann wird euch das Ganze auf dem hinteren Display auch im Hochformat angezeigt. Da bringt es auch nichts, die Kamera zu drehen oder so, das Bild wird einfach so angezeigt. Wenn ihr da aber das komplette Display benutzen wollt, dann geht da mal in die Einstellung. Im gelben Einstellungsmenü findet ihr auf Seite 1 den Punkt automatisches Drehen. Wenn ihr das von Kamera PC auf nur PC stellt, dann könnt ihr hier in die Ansicht gehen und seht, das Bild wird jetzt komplett auf dem Bildschirm angezeigt. Es wird also nicht mehr automatisch gedreht. Ihr habt da jetzt also die Möglichkeit, das Bild größer zu sehen und eben besser zu bewerten. Ihr müsst dazu halt die Kamera drehen, damit es nachher wieder richtig ausgerichtet ist. Und dann hat die Kamera an sich ja noch zwei richtig tolle Funktionen, und zwar einmal den RAW Burst Modus und einmal das Focus Bracketing. Wie ihr das aktiviert, zeige ich euch jetzt. Geht dazu einfach ins Menü. Im roten Aufnahmemenü auf Seite 6 findet ihr hier den Punkt RAW Burst Modus. Hier könnt ihr den Punkt aktivieren und dann natürlich auch die Voraufnahme aktivieren. Das heißt, wenn ihr den Auslöser da halb durchdrückt, beginnt die Kamera Bilder aufzunehmen. Wenn ihr den dann komplett durchdrückt, speichert die Kamera die letzten 0,5 Sekunden vor dem kompletten Durchdrücken auch noch ab. Ihr habt da einfach den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel einen Vogel fotografiert, der jetzt gerade noch da sitzt und ihr wollt den im Start fotografieren, dann könnt ihr mit der Voraufnahme das Ganze starten, so gesehen, und wenn er dann wirklich abhebt, drückt ihr durch und ihr habt auf jeden Fall den Moment, wo der Vogel da sitzt und startet, noch auf der Kamera. Wichtig ist, ihr könnt das Ganze nur mit dem elektronischen Verschluss aufnehmen und der hat ja teilweise auch ein paar Nachteile. Das müsst ihr dann einfach beachten. Da lassen sich dann aber richtig coole Aufnahmen mit erstellen. Wenn wir den Modus jetzt deaktivieren, können wir, wenn wir zurückgehen, im Menü noch den Punkt Focus Bracketing sehen. Hier habt ihr dann also die Möglichkeit, das Focus Bracketing zu aktivieren und auch zu konfigurieren. Achtung, hier gibt es dann nur ein zusammengesetztes JPEG-Bild. Die RAW-Bilder werden einzeln abgespeichert und müssen dann mit einer passenden Software zusammengesetzt werden. Und dann kommen wir mal noch zu ein paar Video-Features. Schaltet dazu die Kamera erstmal in den Videomodus. Und zwar habt ihr ja die Möglichkeit, mit der Kamera eine Slow Motion aufzunehmen. Die findet ihr im Menü aber nicht unter dem normalen Punkt Movie Aufnahmegröße. Da seht ihr, ihr kommt hier bis maximal 4K 60 Bilder, sondern ihr müsst hier im Menü auf hohe Bildrate gehen. Wenn ihr das hier aktiviert, dann habt ihr jetzt hier die Slow Motion mit 120 Bildern pro Sekunde. Unter Movie-Aufnahmegröße habt ihr dann hier noch die Möglichkeit, auf bis zu 180 Bilder zu gehen. Und da lassen sich dann schon relativ coole Slow-Motion-Aufnahmen erstellen. Ihr habt dann auch noch die Möglichkeit, bei der Kamera Falschfarben anzeigen zu lassen und dadurch eben die Belichtung richtig einzustellen. Das Ganze könnt ihr im Menü. Im roten Aufnahmemenü auf Seite 7 habt ihr hier den Punkt Falschfarbeneinstellungen und könnt hier eben die Falschfarben aktivieren. Euch wird dann hier auch noch der Falschfarbenindex angezeigt. Da seht ihr, wie ihr das Ganze zu bewerten habt. Damit könnt ihr dann also sehr viel einfacher euer Video passend belichten. Im Video habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, den Autofokus so zu konfigurieren, dass er nicht hin und her pumpt, wenn das Motiv den Bildausschnitt verlässt. Wie ihr das einstellen könnt, zeige ich euch jetzt. Geht ins Menü. Im rosa AF-Menü auf Seite 1 unter dem Punkt Movie Servo AF findet ihr den Punkt Motiverkennung AF. Wenn ihr diesen auf Nur erkennen setzt, dann wird die Kamera nicht mehr in den Hintergrund fokussieren, wenn ihr zum Beispiel euch aufnehmt und das Bild verlasst. Das ist natürlich im Videobereich ein cooler Vorteil, weil eben nicht die ganze Zeit hin und her gepumpt wird. Und dann noch kurz ein paar Tipps zur allgemeinen Grundkonfiguration. Die Kamera gibt ja Töne von sich. Das heißt, wenn ihr fokussiert oder sowas, gibt es ja immer so einen leichten Piepton. Das Ganze könnt ihr natürlich auch deaktivieren. Geht dazu ins Menü. Im gelben Einstellungsmenü auf der Seite 2 findet ihr den Punkt Piepton. Hier lässt sich das Ganze deaktivieren. Wenn ihr das Ganze aktiviert lasst, habt ihr unter dem Punkt Lautstärke noch die Möglichkeit, die Lautstärke der einzelnen Töne zu konfigurieren. Ich bin aber echt ein
Freund davon, dass die Kamera überhaupt gar keine Töne von sich gibt, deswegen deaktiviere ich diesen Punkt immer. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, den Auslöser zu blockieren, wenn keine Speicherkarte eingelegt ist. Das bietet euch einfach den Vorteil, ihr werdet nie vergessen, dass die Speicherkarte nicht drin ist und da lustig Bilder machen und nachher erst merken, dass gar keine aufgenommen wurden. Wenn ihr den Punkt aktivieren wollt, geht dazu im roten Aufnahmemenü auf Seite 7. Dort habt ihr die Funktion Auslöser ohne Karte betätigen on. Das Ganze stellt ihr einfach auf Off und das Ganze blockiert euch einfach den Auslöser, sodass dieser eben kein Bild aufnehmen kann, solange keine Speicherkarte drin ist. Und wenn wir gerade bei der Speicherkarte sind, dann hier noch ein Tipp: Formatiert die Speicherkarte immer in der Kamera, weil das schützt euch einfach vor Problemen, die manchmal auftreten, wenn die Speicherkarte nicht richtig formatiert ist. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch im Menü vornehmen. Geht aufs gelbe Einstellungsmenü, auf der ersten Seite findet ihr den Punkt Karte formatieren. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, die Karte zu formatieren und das schützt euch einfach so ein bisschen vor Problemen, die ich schon online gelesen habe, wo Leute hatten, dass da die Kamera irgendwie komische Sachen gemacht hat und es lag einfach nur daran, dass die Speicherkarte nicht richtig formatiert war. Und dann noch kurz ein schneller Tipp: Ihr habt die Möglichkeit, ein My-Menü zu konfigurieren. Ihr könnt euch in dem Menü also Positionen abspeichern, wie zum Beispiel jetzt hier die Bildqualität. Und wenn wir dann zurückgehen, seht ihr in dem Menü direkt die Bildqualität. Ihr könnt da einfach viel schneller auf Einstellungen zugreifen und müsst nicht immer durchs komplette Menü scrollen. Da könnt ihr euch also einfach eure Lieblingsmenüpunkte ablegen und sehr schnell drauf zugreifen. Und dann war es das jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.